Willkommen zur ersten Ausgabe unseres Upload-Videomagazins 2026. Heute reisen wir nach Tschechien und in die Schweiz. Außerdem schauen wir einem Kranexperten über die Schulter, der Fahrern von Likon 3 Kran ein neues praktisches Feature erklärt. Und dann wird es besonders spannend. Hier in Ehingen küren wir den Weltmeister der Kranfahrer. Und wir sind natürlich mit dabei. Zunächst geht es nach Tschechien, in die wunderschöne Hauptstadt Prag. Sie ist auch der Sitz der Firma Hanisch, des größten Kran- und Schwertransportunternehmens im Land. Eine besondere Ehre ist es, Rostislav Hanisch kennenzulernen, der sein Unternehmen vor über 30 Jahren gegründet hat. Wir haben das Unternehmen nach reiflicher Überlegung in den 90er Jahren gegründet. Ich habe mit einem Kran angefangen und den selbst gefahren. Es gab damals eine erhöhte Nachfrage nach Baudienstleistungen, was mich dazu veranlasste, das Unternehmen zu vergrößern und die Anzahl der Krane zu erhöhen. Wir sind nach und nach gewachsen und haben neue Mitarbeiter eingestellt. Wir haben die Firma Liebherr gleich zu Beginn kennengelernt. Die Qualität, Leistung und der Service haben mich überzeugt. Seitdem verwenden wir nur noch Liebherr-Krane. Unsere stärksten Geräte sind der Liebherr LR 1750 und der Liebherr LTM 1800. Diese Krane setzen wir für die schwersten Aufträge ein, zum Beispiel für die Montage großer Stahlkonstruktionen oder Brücken. Zu den neuesten Kranen gehören auch der Liebherr MK 140 und der Liebherr LTC 1050. Wir haben den MK gekauft, weil es sich um einen universellen Kran mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten handelt. Er ist schnell einsatzbereit und eignet sich vor allem für Städte, wo der Platz begrenzt ist. Wir setzen ihn bei verschiedenen Montagearbeiten in der Industrie und im Bauwesen ein. Für die Zukunft schließen wir ein Interesse an ähnlichen Maschinen nicht aus. Was die LTC 1050-3.1 Krane betrifft, so haben wir 14 davon in unserer Flotte und sind sehr zufrieden mit ihnen. In den engen Straßen von Prag und in dicht bebauten Gebieten kommen wir mit ihnen leicht dorthin, wo andere Krane nicht hinkommen. Unser Partner ist die tschechische Vertretung von Liebherr. Wir arbeiten seit langem zusammen. Das passt für mich perfekt. Dieser Partner, mit dem Hanisch zusammenarbeitet, ist die Firma Klimex. Sie ist auch unser Partner für den Vertrieb und Service sowie für die Reparatur von Gebrauchtkranen. Die Vorteile sind Zuverlässigkeit, Leistung und moderne Technologie. Und im Falle einer Störung auf der Baustelle reagiert der Kundendienst blitzschnell. Und wenn eine Reparatur nicht möglich ist, können wir den Kran sofort oder fast sofort durch einen gleichartigen ersetzen. Am Standort in Přerov baut die Service-Niederlassung gerade eine neue Halle, in der Krane bis zu einer Größe von 9 Achsen repariert werden können. Es wird die neueste und modernste Halle unseres Unternehmens sein, ausgestattet mit 2 25-Tonnen-Portalkranen, Montagegruben und einer separaten Waschanlage. Unser Servicezentrum hier in Přerov erstreckt sich über eine Fläche von 23.000 Quadratmetern. Wir sind seit 2001 hier tätig. Wir führen in Mělník neben dem Service für Liebherr Mobilkrane auch größere Reparaturen und Generalüberholungen von Kranen sowohl für unsere Kunden als auch für das Liebherr-Werk Ehingen durch. Der Bedarf an solchen Reparaturen hat sich auch hier in Mähren, in Přerov, gezeigt. Auch hier gibt es Kunden, die nach einem Unfall eine Grundreparatur oder eine Generalüberholung ihres Krans benötigen. Wir sind hier in der Lage, diesen Service auch für das Liebherr-Werk Ehingen anzubieten.
Das Unternehmen Klimex wurde 1991 nach der Samtenen Revolution in der Tschechischen Republik als Privatunternehmen gegründet. Es vertritt das Liebherrwerk Ehingen. Das heißt, es importiert, verkauft und wartet Mobilkrane hier in der Tschechischen Republik. Wir sind wieder zurück in Ehingen, wo wir uns jetzt mal die Frage stellen, was passiert, wenn? Ein Blick in die Zukunft könnte uns manchmal helfen, bessere Entscheidungen zu treffen oder sogar Schäden zu vermeiden. Bei unserer neuen Kransteuerung Likon 3 haben wir nun ein solches Tool geschaffen, die Traglastvorschau. Und einer, der uns erklären kann, wie dieses neue Tool funktioniert, ist Jannis Gasch von unserer Mobilkranabnahme. Hallo Jannis. Hallo Martin. Jannis, die Traglastvorschau ist dann besonders hilfreich, wenn man auf einer engen Baustelle nicht alle Abstützungen voll ausfahren kann. Warum ist das so? Genau, wenn du willst, kannst du dich gerne mal reinsetzen, dann kann ich es dir zeigen. Gern. Mit der Traglastvorschau kann der Kranfahrer vor seiner Bewegung schon sehen, ob er seine gewünschte Position erreichen kann oder nicht. Mit der variablen Abstützbasis Variobase errechnet die Likon-Steuerung die Lastmomentbegrenzung des Krans aus. Dabei wird von jeder Stütze die Länge und die Stützkräfte genommen und in der aktuellen Situation unsere Traglast berechnet. Wenn der Kranfahrer über eine Bewegung, zum Beispiel Drehen oder Wippen, in einen Grenzbereich kommt, schaltet der Kran automatisch ab. Bisher konnte der Kranfahrer ja nicht sehen, ab wann der kritische Bereich beginnt. Und bei ungleichmäßig ausgefahrenen Abstützungen helfen ja Traglasttabellen auch nicht weiter. Genau, bisher blieb dem Kranfahrer nur die aufwendige Simulation mit dem Einsatzplaner. Jetzt kann der Kranfahrer auf dem Display sehen, wie der Ausleger aktuell steht und was passiert, wenn wir drehen oder wippen. Der Kranfahrer kann jetzt einmal im Display direkt unter Traglastvorschau hier umstellen, zwischen Dreh- und Abwippen. Die gleiche Funktion hat er auch auf dem Meisterschalter auf den belegbaren Funktionstasten. Dann können wir das Bild noch einmal in groß herholen, jeweils auch für den Wippbereich und einmal zum Drehen. Du kannst die Last jetzt mal anheben. Okay. Genau, jetzt sehen wir unsere drei verschiedenen Farben. Grün von 0 bis 90%, Gelb von 90 bis 100% und Rot unsere Abschaltung. So sieht der Kranfahrer zu jeder Zeit, ob seine gewünschte Zielposition mit seiner Last, mit dem aktuellen Rüstzustand und Auslegerlänge erreicht werden kann. Klasse, also eine echte Erleichterung für den Kranfahrer bei gleichzeitiger Erhöhung der Sicherheit beim Einsatz. Vielen Dank, Jannis. Gerne, Martin. Jetzt geht's in die Schweiz, und zwar nach Bern, wo wir den weltweit ersten Einsatz unseres neuen Mobilbaukrans MK120 5.1e begleiten. Das E in der Kranbezeichnung steht übrigens für elektrisch. Das können unsere Mobilbaukrane von Haus aus, in der Regel mit Baustellenstrom. In Bern sorgte allerdings eine große Batterie auf einem Anhänger für die notwendige Power. Jetzt neu ist der MK120, der erste in der Schweiz. Er ist viel schöner zum Fahren, viel stabiler dank des 6 Meter kürzeren Auslegers. Die Wendigkeit ist sehr gut. Er ist mit jeder Achse lenkbar. Man kommt hier wirklich in die engsten Gassen rein. Der MK120 ist speziell gut geeignet, weil er wenig Platz am Boden braucht und er hat eine hohe Traglast. Die Wirtschaftlichkeit ist sehr gut, weil wir den Kran sehr schnell einsetzen können. Wir müssen nicht zusätzlich ballastieren, weil die Traglast schon so sehr gut ist. Mit variabler Abstützung kann man hier sehr gut arbeiten.
Wir haben jetzt hier in Bern auch den Liduro-Anhänger, damit wir wenig Lärmemissionen und wenig sonstige Emissionen haben. Das ist wiederum sehr gut für die Anwohner. Das neue Display mit Touchscreen ist luxuriös. Es ist alles super eingerichtet zum Bedienen und zum Fahren. Wirklich super. Wir haben heute unseren MK120 das erste Mal im Einsatz. Es geht darum, die Notdachelemente auf den alten Häusern zu platzieren. Dabei müssen wir die bis zu 2,5 Tonnen schweren Elemente auf eine Ausladung von 45 Metern platzieren. Unsere heutige Ausgabe schließt mit dem großen Finale. Einem Wettbewerb, der Technik, Präzision und Leidenschaft wie kein anderer vereint. Das Game of Cranes. Nach 5 spektakulären Vorrunden in aller Welt treffen sich die Finalisten dort, wo Mobilkrane gebaut werden. Neben dem Anschlagen von Lasten müssen die Teilnehmer mit einem Frachtcontainer am Haken durch einen Parcours verfahren, ohne dass die Bälle im Innern von den Pylonen fallen. Hier entscheidet jeder Millimeter über Sieg oder Niederlage. Im Parcours muss eine 5 Tonnen Ballastplatte durch ein komplexes Hindernis manövriert werden, ohne dies zu berühren. Das Highlight: Die Fahrer müssen eine Stahlplatte präzise zwischen 2 Betonklötze platzieren. Anschließend müssen die Kranfahrer im 2-Haken-Betrieb den Inhalt einer Bierflasche ohne Verschütten ins Glas füllen. Die letzte Challenge: mit 2 Haken und Funkfernsteuerung BTTE einen Drehkranz durch eine Rohrkonstruktion manövrieren, ohne dabei den heißen Draht zu berühren. Ja, es war schon herausfordernd. In meinem Kopf machte es dumm, 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 dumm. Es war schon etwas verrückt, aber es hat Spaß gemacht. Ich bin einfach hier, um Spaß zu haben und zu fahren. Es ist großartig. Es ist richtig gut. Wer ist es? Der Weltmeister des Game of Cranes. Es ist Scott White von City Lifting UK. Dies ist für dich, für die ganze Branche, aber auch für deine Firma und deine Familie. Einfach großartig. Vielen Dank. Und ich stehe jetzt hier mit Scott White, dem ersten Gewinner der Game of Cranes 2025. Scott, wie fühlst du dich? Ach, einfach großartig. Ich bin total aufgedreht. Mir fehlen echt die Worte. Aber nein, ich bin einfach völlig hin und weg. Was macht dir beim Game of Cranes am meisten Spaß? Ich glaube, das Tollste beim Game of Cranes ist wahrscheinlich, alle kennenzulernen, die an der Organisation beteiligt sind und sich einfach dieses riesige Werk anzuschauen. Das ist wirklich ein beeindruckender Standort. Er ist viel größer, als man es sich überhaupt vorstellen kann. Ich bin zum ersten Mal hier. Es war immer ein kleiner Traum von mir, einmal hierher zu kommen. Das stand unter anderem auf meiner Wunschliste. Es ist einfach so beeindruckend. Alles ist so sauber. Das Personal hier ist so freundlich. Es ist einfach eine große Familie, eine tolle Veranstaltung. Es ist großartig. Alles klar. Vielen Dank, Scott. Komm gut nach Hause und wir freuen uns schon darauf, dich 2027 hier wiederzusehen. Ich kann es kaum erwarten.
Wir verabschieden uns aus Ehing und sagen Danke fürs Zuschauen. In der nächsten Ausgabe gibt es unter anderem in die Schweiz und zu einem Einsatz in Horb am Neckar. Und wie immer spannende Neuigkeiten aus Ehing. Tschüss und bis bald.